Welcome to Ireland. Ja, herzlich willkommen in Irland. In Fachkreisen auch Nordirland. Wir sind noch in Nordirland. Ja, wir sind gestern angekommen. Wir konnten auf dem Weg hier bis zum Botanischen Garten, das waren 6 Kilometer, haben wir keine Stelle gefunden zum Schlafen. Wir waren dann in einem Hostel. Über das Hostel, das kann man nicht empfehlen. Es ging ein bisschen alles daneben. Aber was will man auch erwarten, wenn man das günstigste Hostel der ja, Stadt bucht? Gut, das günstigste Hostel, das waren 70 Euro und naja. Ja, es regnet, ihr seht, nicht so toll wie erwartet. Und ja, wir fahren jetzt hier ein bisschen durch den Botanischen Garten und dann gibt es hier noch ein Museum. Da haben die Dinosaurier, das ist umsonst. Wir gucken ja gerne Dinosaurier an und das war es dann auch schon von Belfast. Genau, dann fahren wir auch schnell wieder hier raus, weil wir gucken uns ja lieber die Natur an. Und ja, ich denke mal, da müssen wir schon wieder 30, 40 Kilometer fahren, damit es ein bisschen, Wie sagt man? wie sagt man? Natürlich. Nee, unbebaut. Unbewohnt und unbebaut. Ja, da freuen wir uns jetzt schon drauf. So, wir waren jetzt hier im Ulster Museum in Belfast. Wir haben einen Dinosaurier gesehen. Ja, die haben hier Dinos. Das ist so ein Naturkundemuseum. Das ist umsonst und man kann direkt hier vorne die Fahrräder reinstellen. Die passen auch auf. Sehr freundliche Leute hier. Tja, Naturkunde ist immer gut, macht Spaß. Ist auch wieder sehr anstrengend fürs Gehirn, weil das ist ziemlich groß. Da kann man auch zweimal hingehen. So anstrengend ist das dann alles da durchzulesen. Wir fahren jetzt aus der Stadt raus. Am Fluss entlang. Genau, Flussradweg. Irland soll flach sein, wir freuen uns drauf. Jetzt kommt erstmal der Flussradweg. Und ja, los geht's. So, wir fahren jetzt gerade raus, den Flussradweg Richtung Westen. Unser Ziel ist Galway an der Westküste. Wir versuchen dort anzukommen in 2 Wochen. Ja, Romy, 2 Wochen, oder? Ich weiß nicht, wie weit das ist. Ich weiß die Kilometer auch nicht. Aber Irland ist nicht so groß und ist ziemlich flach. Ja. Wie ihr seht, wir haben auch jetzt nur so ein T-Shirt, langärmeliges Shirt an, weil es ist richtig warm hier. Unglaublich. Und voll schön, richtig schön. Endlich wieder mal was Neues. Ja, Belfast war sehr cool. Wir sind ja vom Hafen aus bis hier zum Fluss gefahren und das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Das war, wir fanden sogar, was? Ja, das ist komplett was anderes. Das hatten wir das letzte Mal in Finnland an dem Roadhouse. Da hat man aus dem Fenster geguckt und das sah wirklich alles anders aus. Und hier in Belfast ist das genauso. Da muss man ziemlich weit fahren, um sowas zu sehen.
Da gibt es wohl diesen Hafen, wo die Titanic gebaut worden ist und die ist da auch losgefahren. Haben uns jetzt nicht so angeguckt. Wir haben gestern Abend Titanic im Fernsehen geguckt und ja, hat sich auf jeden Fall mehr gelohnt. Auch nur das kleine bisschen, was wir gesehen haben als Glasgow. Ja. Oh, da kommt eine Treppe. Was ist das denn für ein Radweg? Da müssen wir gar nicht hoch. Hey. Da müssen wir gar nicht hoch. Ist aber trotzdem ziemlich anstrengend, obwohl kein Berg ist. Puh. Schöne Schleuse. Da hinten wird schon wieder schwarz. Aber da ist blau. Ja, aber da hinten kommt der Regen. Jo, da ist ein bisschen blau und da wird schon wieder schwarz. Ja, meine Lieben, wir haben uns hier unter das Dach verkrümelt, weil da diese schwarze Wolke kommt. Das ist hier direkt gegenüber von dieser Schleuse. Wir haben zwar da noch blau, aber jetzt wird es schwarz. Aber so wie es aussieht, zieht es vielleicht sogar vorbei, oder Romy? Ja, aber... Vielleicht werden wir diesmal verschont. Ja, werden wir sehen. Jetzt erstmal hier in Ruhe weiter essen. Ja, wir sind einkaufen. Ich habe natürlich auch in Irland gebackene Bohnen mitgebracht, was auch sonst. Aber ich habe jetzt was vergessen, nämlich Brot. Ich gehe jetzt noch mal rein. Lidl heißt der, ja. Er ist halt einfach günstig, deswegen gehen wir hier rüber. Da drüben ist noch einer. Tesco. Tesco ist sowas wie Rewe oder bei uns. Ah, nee, Real. Da kann man alles kaufen, alles, aber furchtbar teuer. Und ja, ich gehe mal jetzt da rein. Ja, also hier, wir haben gerade mit jemandem gesprochen, die meinten, hier kommt der Regen und der geht und es regnet halt nicht die ganze Zeit. Da kommt immer ein richtiger großer Schauer und hier sind Wolken, da im Hintergrund sieht man auch wieder, da haben wir noch nie gesehen, so Wolken. Das ist cool, weil
Irland ist so flach, also der Teil, den wir jetzt fahren zur Westküste. Man kann so weit gucken. Man kann so weit... Bis zum Horizont. Ja, habt ihr gehört? Aber Und das ist eigentlich nicht das, was ich hören wollte, dass der Regen hier kommt und geht. Am Ja. ersten Tag. Ja, aber das ist echt cool. Also die Wolken sind... ja, ich hoffe, ihr seht das hier auf dem Bild. Es ist echt schon cool. Ja. Die Romy zeigt da hinten wieder auf andere Wolken. Boah, voll cool, macht Spaß. Hallo. Hallo. Ja, meine Lieben, wir haben jetzt einen neuen Morgen. Wir wurden ja gestern hier eingeladen, in diesem wunderschönen Haus. Also das ist nur die Garage. Das Haus ist echt wunderschön groß. Und ja. Es hat sich herausgestellt, dass dann plötzlich eine ganze Familienfeier hier stattgefunden hat. Und eigentlich sollten wir nur mal reinkommen zum Tee trinken. Und dann saßen wir plötzlich mit dem gedeckten Tisch und Kuchen. Und dann haben wir jetzt drinnen geschlafen und gut gegessen. Plötzlich stand Kartoffeln auf dem Tisch, ne? Ja, Möhren. Und heute Morgen leckeres Frühstück. Übrigens, das war das beste Frühstück in ganz Irland bis jetzt. Ja, wir machen uns auf den Weg weiter Richtung Galway, Richtung Westen. Wir bleiben auf den Eurovelo. Ich meine, da steht eine 1 dran. Das weiß ich jetzt nicht genau. Eurovelo 1 ist es, glaube ich. Den fahren wir weiter bis zur Westküste. Ja. Dann, ja, ihr seht, wir haben auch wieder Regen, grauer Himmel. Aber es ist nur Nieselregen, also richtiger Nieselregen. Wir hoffen, es bleibt so. Das ist ja dann nicht Nee, das soll nicht so bleiben. Soll es richtig regnen? Das soll aufhören. Ja, aber... So, wir sind jetzt im Oxford Island Naturreservat angekommen. Das war nicht weit entfernt. Hier gibt es viele Vogelbeobachtungshütten. Das ist schon mal sehr gut. Und da gehen wir jetzt rein. Da sitzt einer schon. Wow. Moin.
fahren jetzt hier gerade den Eurovelo 1. Ich habe nachgeguckt, der wird nachher zum Eurovelo 7. Wir fahren ihn wahrscheinlich weiter, weil der sehr gut ausgeschildert ist. Der Radweg ist sehr gut ausgebaut. Von Belfast aus, ne? Ja. Oder? Man muss eigentlich nicht auf die Karte gucken. Ne, abgesenkte Bordsteine, meist neuer Teer. Stimmt. Ja. Und die führen immer durch die Stadt durch. Durch so kleine Wohngebiete. Ja, man muss also nicht über irgendwelche großen Straßen fahren. Ja, ist auf jeden Fall bis jetzt sehr gut geworden, was sie hier gemacht haben mit den Radwegen. Wir sind jetzt gerade, keine Ahnung wie die Stadt heißt, wir sind hier durchgefahren und wollten Mittag machen. Jetzt, die Romy ist da drin, die quatscht da. Das ist der Hausmeister von der Grundschule. Und wir sind hier in so einem Community Center. Er hat uns hier hingebracht. Und wir sollen jetzt hier an diesem Tisch mit dem Schirm Mittag essen. Und der besorgt jetzt kochendes Wasser. Der ist ganz aus dem Häuschen. Aber wir auch. Da ist gerade einer, der ruft seine Katze. Lucky! Hinter dem Zaun, habt ihr gehört? Lucky? 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 Mau! Ich mache hier die Katze nach. Und er kommt immer näher. Mau! Ich mach noch mal. Mau. Der glaubt, ich bin die Katze. Mau. Der ist voll geil, der Typ. Der kommt bestimmt gleich über uns auf. Lucky. 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 Ja, die finden die Katze nicht. Vielleicht gehen wir mal rüber und helfen. Romy, sollen wir mal helfen? Katze suchen? Hä? Okay. Gehen wir mal gucken. He was last under here. Okay. Wir packen unser Essen jetzt wieder ein und fahren los. Die Katze ist wohl weg. Können wir auch nicht helfen. Schade. Ist schade, aber hat Spaß gemacht. Wir haben noch lecker Kuchen jetzt bekommen hier von der Bäckerei. Und wenn ihr mal hier vorbeifahrt, am Wochenende oder so, dann fahrt ihr mal zu der Bäckerei. Ich habe Finn schon gesagt, ich weiß nicht, ich schreibe den Ort unten rein. Hinter der Tankstelle. Hinter der Tankstelle.
Kann man gut Mittag machen. Wahrscheinlich kann man auch sein Zelt hier aufbauen. Ich denke mal nicht, dass die irgendwas dagegen haben. Schöne Wiese. Man muss da aufpassen, nicht, dass das Zelt auf einer Katze aufbaut. Ja, schönen guten Morgen. Wir haben gut geschlafen. Hier sind sehr viele Kühe. Unglaublich viele Kühe. Und ich habe Kühe noch nie so muhen gehört wie hier. Vielleicht hört man die im Hintergrund. Ja. Ja, wir sind hier vom Euroville ein bisschen abgewichen. Und ja, wir sind hier in so einer... Ja, warum? Hä? Warum? Warum sind wir abgewichen? Warum? Weil er plötzlich nicht mehr ausgeschildert war. Ja, plötzlich haben die Schilder gefehlt und dann haben wir... Wir haben es noch gerade gelobt und gesagt, ah, super, super Wege, super Beschilderung und dann plötzlich... Ja, und jetzt sind wir hier in so einem... Tja, wie sieht das hier aus? Ich würde sagen, in einem hügeligen Münsterland. Also es sind nur Felder und so 30, 40 Meter hohe Hügel immer. Die fährt man hoch und runter. Und die sind wir gestern noch, ich glaube, 40 Kilometer hier durch Felder gefahren und nur Kühe. Und es war auch furchtbar schwer, einen Schlafplatz zu finden, weil wenn die mal ein Feld hatten ohne Kühe, dann waren da Hühner. Also da war ein Hühnerstall. Und das stinkt so, da möchte man nicht. Ja, wer schon mal einen schlafen. Hühnerstall gesehen hat, naja, da kann man nicht schlafen. Da muss man sich übergeben. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier weiterfahren durch die Felder. Ist ganz lustig. Kannten wir auch noch nicht vorher. Und, ach ja, es hat nicht mehr geregnet. Nur noch so bewölkt und 14 Grad. Also perfekt Radfahrwetter. Ja, wir packen jetzt ein und dann fahren wir weiter. Gucken mal, was da so kommt. So, wir müssen jetzt hier warten, bis die Kühe auf der Weide sind. Das ist nicht so wie bei den Schafen. Wir kamen leider zu spät. Oh, jetzt bleiben sie stehen. Los, kommt meine Lieben, hopp, hopp, hopp. Muh. Super, und weiter. Hopp, hopp.
Das war's. Ja, die Sonne scheint. Wir haben jetzt hier ein schönes Örtchen gefunden. Hier ist einiges los. Ja. Heute ist auch Samstag und die Ferien haben angefangen. Ja, ziemlich voll geworden. Und ja, das Coole ist, wir fahren ja auf dem Fahrrad und wie weiter wir jetzt in den Westen oder Südwesten fahren, der Golfstrom, den merkt man richtig auf der Haut. Also es ist so krasser, warmer Wind. Ja, stimmt. Ja, ist wunderschön, wunderschön. Und ja, wir fahren jetzt noch, weiß nicht, 2-3 Kilometer aus der Stadt raus und suchen einen Schlafplatz. Und ja, wir sitzen jetzt hier noch ein bisschen in der Sonne und gucken den Leuten beim Bootfahren zu. Ja, meine Lieben, hier ist der Schlafplatz. Der ist kurz hinter der Stadt, das waren irgendwie 2 Kilometer. Haben wir hier direkt auf dem Bauernhof, haben wir gefragt. Und ja, mit dem Wildcampen hier, das ist ziemlich schwer, weil hier sind wirklich Felder an Felder, die ganze Zeit Feld, 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 Feld.
und dann ist da entweder eine Kuh drauf oder Gülle. Jetzt haben wir mal Glück und das ist hier das da oben ist das alte Haus und der Bauer, der baut da sein neues Haus und jetzt können wir hier das ganze Grundstück können wir für uns benutzen, hat er gesagt. Die Romy, die baut da ja schon das Zelt jetzt ganz schnell auf, ne? Romy! Hier ist zwar eine Ziege, aber ich glaube, die frisst es nicht an. Oder? Ja, die Ziegen fressen keine Zelte. Obwohl, warte mal, da war doch in Norwegen auch eine Stelle, ne? Da haben wir nicht aufgebaut, weil da Ziegen waren, ne? Ja, aber hier bauen wir trotzdem auf. Und das Haus da, das ist voll groß. Und wir haben schon hier festgestellt, die Häuser hier, die sind alle ziemlich groß. Und da fragen wir uns, wie machen die das? Ihr kennt das ja alle von euch zu Hause. Der Nachbar oder ihr selbst habt ein großes Haus, aber da ist immer einer, der hat noch ein größeres. Und das müsst ihr euch jetzt mal hier so vorstellen. Die haben alle so ein großes Haus. Die haben alle. Es ist unglaublich. Und die haben ja nur Bauernhöfe. Tja, Bauer müsste man sein. Romy, die Arme ist ja angebunden. Och, du arme Ziege. Die hat schon hier so einen richtigen Kreis abgetrampelt. Ey, wo ist die Böse? Ja, wahrscheinlich, weil die angebunden ist. Da wäre ich auch böse. Boah! Die kickt dich weg. Das ist auch eine Aktion mit der Ziege, hat die mich fast umgerannt. Ja, das war eine böse Ziege. Eine böse Ziege. Aber die war auch angebunden. Alle angebundenen Tiere sind böse. Ja, weil sie angebunden sind. Ja, weil die sauer sind. Wenn man dich anbinden würde, würdest du auch sauer werden. Mhm. Ja, und wenn ihr unangebundene Tiere sehen wollt, dann müsst ihr auf nächste Woche oder aufs nächste Video warten. Ja. Warum? Ja. Sind da freilaufende Tiere drin? Ja. Sind.